Roberto, was machst du gerade? Arbeiten. Wir machen nämlich eine Ausstellung zusammen. In der Kunst- und Kulturbaustelle 8001. Ja, das Thema ist von Farben und Wandel. Fällt dir dazu was ein? Ja. Ja, du machst das schon. Wenn du meinst. Wir sehen uns dort. Alles klar. Tschüss. Tschüssi. Von Farben und Wandel. Von Farben und Wandel. Vielleicht mit einem sanften Intro beginnen. Das könnte funktionieren. So ein Intro könnte das Thema der Ausstellung einfangen. Wenn geht es bei der Ausstellung eigentlich mehr um Stadtgestaltung? Darüber kann ich auch noch was machen.
a difference a day made. 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you. Das Material von Nord-Süd 2025 kann man gut einbauen. Aber ist es genug? Es kommen Farben vor. Und was bedeutet für Melina eigentlich Wandel? Wie geht man so eine Ausstellung an? Was kann sie mir vom Wandel erzählen? Wie war nochmal ihre Geschichte? Wie war ihr Weg zur Künstlerin? Ich frage sie mal. Schuhe verkauft, viel zu lang, dann hat's Klick gemacht und dann bin ich losgestiefelt und bin Künstlerin geworden. Na, das war ja wieder unseriös. Vielleicht muss ich das alleine klären. In mir wühlen. Wandel. Was war? Was ist? Was kommt? Wo komme ich her? Aus Wien. Mutter aus Panama. Vater aus Spanien. Wie bin ich in Flensburg gelandet? Bin den Skypunks gefolgt. Das war 2023. 23. Da kam die Flut.
Flensburg hat mich zum Fotografen gemacht. Dank der Linse kenne ich die Stadt nun. Hatte ich bis dahin hauptsächlich Videos gedreht, entdeckte ich 2024 die Kamerafunktion des Apparats nach und nach. Nun hält man mich hier im Norden für einen Fotografen und ich tue so, als ob das zutreffe. Wann habe ich angefangen, Videos zu drehen? Erste Schritte von ca. 10 Jahren. Wollte eine Webserie drehen. Oh ja, hast du das gesehen? Na, sieht scheiße aus. Alles, was sich reimt nach Werbefirma stinkt, werfe ich weg. Scheiterte und fand eine Leidenschaft, die jetzt mein Leben gestaltet. Mein Vermieter fragte mich, ob ich ein paar Fotos von einem Workshop machen könnte. Ich sagte schon nein. Wusste nicht, wer Melina ist. Die nicht, die da. Das war wohl Frühling 2024. Dann kam ich sie und ihre Crew im Sommer bei der St. Jürgen-Treppe besuchen. Und dann wieder beim Folgeprojekt. Und so kam eins zum anderen, wie Dominosteine, bis zu dieser Ausstellung.
Nun sehen Sie mich und meine Bilder, meine Geschichte. Nun bin ich schon ein gutes Stück gegangen. Moment mal, wo bin ich hier? Diese inneren Monologe können nicht gesund sein. Ich rufe mal Kim an. Komisch, niemand erreichbar. Sie meinen, ich übertreibe. Und woher kommt dieses Netz? Ich steigere mich da rein. Diese Ausstellung macht mich verrückt. Liebes Tagebuch. Der Verfall hat begonnen. Der Abstieg in den Wahnsinn ist mir gelungen. Ich sei eine Drama Queen. Sie haben nicht gesehen, was ich gesehen habe. Sie wissen nicht, was auf Sie zukommt. Wie bin ich hier gelandet? Wie hat dieser Abstieg begonnen? Wir machen nämlich eine Ausstellung zusammen. Thema ist von Farbenwandel. Fällt dir dazu was ein? Fällt dir dazu was ein? Wandel ist der Atem des Seins. In Geduld keimt ein Zauber. Aus Reisen in Einsamkeit, voll Farben, die zu Geschichten werden. Und ein Kreis schließt sich, oder in Rilkes Worten. Kunstwerke sind von einer unendlichen Einsamkeit und mit nicht so wenig erreichbar als mit Kritik. Nur Liebe kann sie erfassen und halten und kann gerecht sein gegen sie. Geben Sie jedes Mal sich und Ihrem Gefühl recht, jeder solchen Auseinandersetzung, Besprechung oder Einführung gegenüber. Sollten Sie doch Unrecht haben, so wird das natürliche Wachstum Ihres inneren Lebens Sie langsam und mit der Zeit zu anderen Erkenntnissen führen. Lassen Sie Ihren Urteilen die eigene stille, ungestörte Entwicklung, die wie jeder Fortschritt tief aus innen kommen muss und durch nichts gedrängt und beschleunigt werden kann. Alles ist austragen und dann gebären. Jeden Eindruck und jeden Keim eines Gefühls ganz in sich, im Dunkeln, im Unsagbaren, Unbewussten, dem eigenen Verstande Unerreichbaren, sich vollenden lassen und mit tiefer Demut und Geduld die Stunde der Niederkunft einer neuen Klarheit abwarten. Das alleine heißt künstlerisch leben. Im Verstehen wie im Schaffen. Da gibt es kein Messen mit der Zeit, da gilt kein Jahr und 10 Jahre sind nichts. Künstler sein heißt nicht rechnen und zählen, reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht tränkt. Und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne die Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch, aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen liege, so sorglos, still und weit. Ich lerne es täglich, lerne es unter Schmerzen, denen ich dankbar bin. Geduld ist alles.